Ich fühle mich aus meinem sozialen Leben nicht mehr ausgeschlossen, weil ich jetzt zweimal geimpft bin. Aber ich war ganz lange nur einmal geimpft und da habe ich das gemerkt, dass ich mich schon ausgeschlossen gefühlt habe, ja. Ich fühle mich nicht aus dem sozialen Leben ausgeschlossen, dadurch, dass ich geimpft und geboostert bin, mich regelmäßig testen lasse. Ich fühle mich seit diesem Winter ungefähr ein bisschen aus dem sozialen Leben ausgeschlossen. Nein, ich fühle mich nicht aus dem sozialen Leben ausgeschlossen, weil es gibt ja WhatsApp, es gibt Skype, es gibt ganz viele Kanäle, um seine sozialen Kontakte zu pflegen, auch wenn man sich nicht jeden Tag sehen darf. Für mich ist Impfen keine rein persönliche Entscheidung, da man die Mitmenschen um sich herum dadurch immer mit beeinflusst. Impfen ist für mich eine reine persönliche Entscheidung, weil ich finde, es macht was mit mir. Impfungen sind definitiv eine rein persönliche Entscheidung. Mit dieser Impfung ist auf jeden Fall eine Selbstentscheidung. Kennst du Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind? Ich sage jetzt mal die Eltern, aber es sind die Eltern meiner Freunde, also schon die ältere Generation, und die haben tatsächlich auch im Nachhinein, obwohl sie einen milden Verlauf hatten, große Schwierigkeiten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es tatsächlich Long-Covid-Auswirkungen waren, aber auf jeden Fall Lungenschäden davon getragen haben. Und das ich finde halt, dass man, also in der Zeit, wo es jetzt so ist, klar gibt es Long-Covid, das will ich gar nicht abstreiten. Und ich glaube auch, dass die Nebenwirkungen auch schlimm sind. Genau, aber ich will auch damit sagen, dass es auch andere Krankheiten gibt, wo man halt auch lange von zehren kann. Also halt auch zum Beispiel Krebs, was alleine, wie lange man davon zehrt. Genau, oder Krebs und Corona ist nicht in eine Schublade steckbar. Gegen Krebs gibt es keinen Impfstoff. Ja. Gegen Corona gibt es einen. Es liegt jetzt nur an uns, ob wir den haben wollen oder nicht. Und ist es da so, dass ihr bei der Impfung, also da überhaupt gar keine Angst vor so Nebenwirkungen oder halt vor so Langzeitschäden habt oder so? Was meinst du denn mit Langzeitschäden? Naja, also so, ich meine, man weiß ja nicht, was der Körper noch so tut im Körper. Also keine Ahnung, in 5 Jahren, was dann passiert. Also ich glaube, das ist das, wovor ich halt Angst habe. Da kann sich jeder die Entscheidung treffen. Okay, für mich ist das Risiko höher, die Impfung zu nehmen, oder für mich ist das Risiko höher, den Virus zu kriegen. Und dann kann man jeder entscheiden und schätzen. Absolut, jeder sollte für sich selbst entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Ja. Aber es gibt so Theorien auf der Welt, die verteilt worden sind, ja, der Impfstoff schützt mich nicht, ja, er schützt dich nicht vor einer Ansteckung. Ist bei Masern aber genauso. Ich nehme immer das Beispiel Masern, weil es ja nah dran ist. Man wird gegen Masern geimpft, ja, steckt sich aber trotzdem irgendwann im Kindesalter daran an. Ja, und genauso ist es mit Corona auch. Ab dem 16.03.2022 gilt eine Impfpflicht für Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Ist es gerechtfertigt, dass Impfunwillige ihren Beruf nicht mehr ausüben können? Nein, finde ich nicht fair. Ich wäre ja auch davon betroffen gewesen. Also genau, will ich nicht wissen, wie viele jetzt ihren Job verlieren oder es halt gezwungen machen, nur weil sie dann ihre Familie oder was auch immer, also genau, dass sie halt überleben können, sag ich mal. Und Partizipation und Selbstbestimmung und so. Und das ist halt das A und O bei mir auf der Arbeit. Und ich selber darf nicht selbst bestimmen, ob ich geimpft werden möchte oder nicht. Also so, das ist halt, ich werde dazu gezwungen. Klar ist es immer noch meine Entscheidung, weil ich könnte ja... Die wurde dir abgenommen. Entweder du lässt dich impfen oder ich verlässt verliere deinen meinen Job. Und genau. das ist das Unfaire. Genau. Entweder lassen sich alle impfen oder gar keiner. Genau. Ja, aber nicht auf eine bestimmte Gruppe, die im Gesundheitswesen müssen sich impfen lassen, weil das rettet den Rest der Bevölkerung. Das stimmt gar nicht. Das ist ein Aberglaube. Grundsätzlich finde ich es sinnvoll, dass Pflegekräfte, Menschen, die viel mit Menschen arbeiten, dass sie geimpft sind. Auf jeden Fall. Aber muss man jetzt für diesen kleinen Mühe das noch erzwingen? Ja? Ja, und ich glaube, also wie du auch gesagt hast, also man kann sich einfach testen lassen. Und dann da auch die Frage, also wenn es eine Pflicht kommt, also wenn es diese Minderheit oder diese Menschen, die sich gar nicht impfen lassen möchten, dann, also ich kenne schon 2 zumindest, die dann kündigen würden. Und was passiert, wenn dann plötzlich, keine Ahnung, so 1000 Menschen oder mehr kündigen? Das ist das Problem. Also das Problem momentan ist nicht, dass die Menschen sich nicht impfen lassen, sondern dass es nicht genug
Ärzte und Pflegekräfte in die Krankenhäuser gibt. Und wenn es noch mehr kündigen, dann gibt es noch mehr Probleme. Und eigentlich, man braucht mehr Pflegekräfte in den Krankenhäusern, nicht weniger. Ja, juckt mir in den Fingern. Schon die ganze Zeit zappel ich mit den Füßen, ich will die letzte Spritze haben. Ja. So. Werden wir in naher Zukunft wieder ein normales Leben führen? Oh. Was ist normal, nachdem wir das alles schon erlebt haben? Also was ist normal? Das war vor Corona, aber vielleicht. Ja, gut, aber so wird es sicherlich nicht nochmal, weil uns das so auch verändert hat. Alleine mit dem Blick auf unsere eigene Gesundheit, das hat sich verändert durch Corona. Wenn Maskenpflicht aufgehoben wird oder wie auch immer, ich werde eine von denen sein, die immer noch mit einer Maske rumrennt. Was jetzt nach dieser Pandemie passiert ist, also wir haben schon diesen Virus so drinnen im Kopf, dass wir können uns jetzt nicht mehr vorstellen, in den Supermarkt ohne Maske reinzukommen. Und also sogar wenn man Filme guckt und man sieht, hey, der ist in den Supermarkt ohne Maske reingekommen. Und die stehen sich ganz nah oder so. Ne? Ja, also die stehen im Supermarkt an der Getränketheke oder so und alles und Schulter an Schulter. Das war ein sehr respektvoller Umgang. War ein wichtiges Thema und ich danke, dass ihr das mit mir geteilt habt. Ich sehe das eben auch so, dass man mehr das Gespräch suchen sollte in jegliche Richtung. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass es irgendwie auf offenen Diskurs über dieses Thema gibt und deswegen ich habe mich wohlgefühlt einfach mit euch.